Hat es sich gelohnt, in einer Multi-Akteurs-Partnerschaft mitzumachen? Und haben Sie Beispiele dafür, um das zu untermalen? Natürlich hat es sich gelohnt, im Forum Nachhaltiger Kakao mitzumachen. Es zeigt ja auch die Geschichte, dass wir immer mehr Mitglieder bekommen, die darin auch für sich einen Mehrwert sehen. Es kostet ja nicht nur Mitgliedsbeitrag, es kostet ja teilweise auch aktive Mitarbeit. Der Mehrwert für Unternehmen ist eindeutig, dass wir als Initiative einen größeren Hebel haben. Einzelne Unternehmen, die jetzt zum Teil schon sehr viel machen, können nicht das erreichen, was wir erreichen können, besonders nicht, da wir ja eine Multi-Stakeholder-Initiative sind. Das heißt, wir verschiedene Facetten zusammenbringen. Hier meine ich jetzt besonders auch die Politik, die uns hilft, auch Dinge vor Ort besser voranzutreiben. Weiterhin ist es natürlich so, dass man als Mitglied im Forum Nachhaltiger Kakao über viele Informationen informiert wird, die man sonst vielleicht so einfach nicht bekommen kann. Und man kann sich immer selber die Frage stellen, wie richte ich mich in dieser Nachhaltigkeitskette an? Und last not least ist es natürlich so, dass wir auch in der öffentlichen Darstellung dieses Thema Nachhaltigkeit auch besser überbringen können. Unternehmen sind meistens immer sehr eigenmächtig oder es wird ihnen unterstellt, dass sie eigenmächtig sind. Wir haben eine etwas objektivere Rolle, dadurch, dass wir ja auch mit 4 unterschiedlichen Mitgliedergruppen hantieren. Einmal der Bundesregierung, dann den Zivilgesellschaften, aber letztlich wirtschaftlich getragen wird es dann von der Schokoladen- und Kakaoindustrie und dem deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Was muss ein Unternehmen selbst mitbringen, um in einer Multi-Akteurs-Partnerschaft tätig zu werden? Das muss sich natürlich erstmal mit den Zielen, die wir als Forum Nachhaltiger Kakao haben, identifizieren. Es macht natürlich keinen Sinn, wenn jemand damit Probleme hat, bei uns mitzubringen. Schön wäre auch, wenn die betreffenden Unternehmen Mitarbeiter zur Verfügung stellen, die aktiv bei uns im Forum mitarbeiten, weil wir eine kleine Geschäftsstelle haben, die eigentlich nur dadurch leben kann, indem sie die Mitarbeit aller Mitarbeiter koordiniert. Das führt auch zu dem Vorteil, dass jedes Mitglied über seine Mitarbeiter sich bei uns einbringen kann und auch die Richtung vom Forum selber bestimmen kann. Das Zweite ist natürlich, dass man bereit ist, sich auch dem Thema Nachhaltigkeit in der eigenen Lieferkette zu stellen und darüber bewusst ist, wie wichtig das ist. Wir hatten heute Morgen eine Veranstaltung, wo es um Menschenrechte geht. Das ist gesellschaftlich ein zunehmend wichtiges Thema, wo sich jedes Unternehmen einzeln auch die Frage stellen muss, wie gehe ich damit um? Und da bieten wir natürlich als Forum Nachhaltiger Kakao eine gute Plattform, das auch für kleinere Mitglieder und kleinere Unternehmen zu gewährleisten. Wenn sich ein anderes Unternehmen für die Zusammenarbeit in einer Multi-Akteurs-Partnerschaft interessiert, was würden Sie diesem auf den Weg geben? Ich würde dem Unternehmen erstmal die Frage stellen, was es heute bereits tut, um seine eigene Lieferkette auf nachhaltige Bewirtschaftung zu untersuchen. Es gibt viele Unternehmen, die heute auch noch nicht Mitglied sind bei uns im Forum, die im Windschatten anderer mitfahren können. Das ist natürlich neben einer mangelnden Solidarität auf Dauer auch nicht durchhaltbar. Das heißt, jedes Unternehmen muss sich erstmal selber fragen, wie gehe ich mit meinem Beschaffungssystem im Rohstoffbereich um, gerade wenn es internationale Beschaffungswege sind, die auch von einzelnen Unternehmen nicht alleine so direkt gemanagt werden können. Die zweite Frage ist natürlich, wie stark will ich mich in einem Forum selber engagieren? Da gibt es mehrere Möglichkeiten, aber man hat natürlich auch im kleinen Rahmen die Möglichkeit der Einflussnahme, je nachdem, wie man umgeht. Also diese Fragen muss sich ein Unternehmen stellen und letztendlich ist es auch bereit, für eine nachhaltige Lieferkette etwas Geld auszugeben, denn einen Mitgliedsbeitrag gibt es bei uns auch, also nichts ist umsonst, aber ich denke, das Geld ist ausgesprochen gut angelegt.